Elektromobilität im Jahr 2020, ja, große Verwirrung um den Zuschuss. Aber eins ist sicher, es gibt auf jeden Fall einen Zuschuss. In welcher Höhe er genau ausfallen wird, darüber streiten im Moment so ein kleines bisschen die Geister. Aber bei diesem Fahrzeug hier, einem echten Plug-in-Hybrid von Kia, hier vorne sieht man es auch, ja, da gibt es auf jeden Fall eine Prämie. Und es gibt einen riesengroßen Steuervorteil, wenn man ein solches Fahrzeug als Geschäftsfahrzeug nutzt. Ja, stell dich mal kurz vor. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Klein vom Autohaus Klein und wir präsentieren Ihnen heute den neuen Ceed Kombi in der Plug-in-Variante. Das ist gleichzeitig das neueste Mitglied unserer Ceed-Familie. Ja, ein Elektroauto, was komplett elektrisch fahren kann. Er kann komplett elektrisch fahren. Die Technik ist soweit bekannt aus unserem Niro Plug-in-Hybrid. Er hat also im Prinzip ein kleines Akku verbaut, sage ich mal. Funktioniert wie ein konventioneller Hybrid, der sich selbstständig beim Bremsen und auch beim Fahren auflädt. Ich habe aber hier noch zusätzlich die Möglichkeit, das Fahrzeug extern zu laden und somit eine rein elektrische Reichweite von bis zu 60 Kilometern zu erreichen. Wenn ich jetzt jemand bin, der am Tag nur so 30, 40 Kilometer fährt, kann ich denn, wenn ich mich vom Gas ein bisschen zurückhalte, rein elektrisch fahren, sodass der Benzinmotor gar nicht anspringt? Oder könnte es sein, dass er ab und zu mal mit angeht? Ich habe jede Menge Kunden, die das Fahrzeug so nutzen. Man muss nur bedenken, wenn ich das Fahrzeug heizen möchte, gerade im Winter, wird der Benzinmotor mit anspringen, um den Wasserkreislauf zu erhitzen. Aber sonst kann ich das Fahrzeug wirklich rein elektrisch nutzen. Das heißt, ich könnte also mit einem Tankinhalt, der ist wie hoch, der Tankinhalt? Der dürfte so bei 45 Liter circa liegen. Circa, also könnte ich sag mal klar, der Sprit, der darf ja nicht schlecht werden, der E10, da sind ja Bioanteile mit drin, man sollte ihn ab und zu mal verbrauchen, das ist so, das wird wahrscheinlich auch gelingen. Aber gibt es denn Kunden, die so gut wie nicht mehr tanken? Ich habe tatsächlich einen Kunden, der hat das Fahrzeug die ersten 4 Monate komplett rein elektrisch bewegt. Gut, also ab und zu mal, liebe Kunden, müsst ihr das Benzin auch verbrauchen, denn es hält sich nicht ewig, muss man dazu sagen, gerade das E10, das habe ich zumindest mal gehört. Also im Rasenmäher habe ich immer Super Plus. Ja, und das ist der Stecker. Kann ich den denn auch an Gleichstrom laden? Das Fahrzeug lädt nur bei Wechselstrom. Es ist hier mittels Typ 2 Anschluss. Fahrzeugseitig wird einmal ein Stecker für die Juco-Steckdose mitgeliefert. Ich kann ihn aber auch an Wallboxen laden mit einem einphasigen System. Ja, die Frage ist ja auch, gerade beim, ich sag mal, Plug-in-Hybrid, ja, ist ja die Frage, bei einer kleinen Batterie, brauche ich überhaupt dort einen Drehstromanschluss oder langt die ganz normale Juco-Dose? Wenn ich über Nacht lade, kriege ich ihn immer voll, oder? In den meisten Fällen fährt man das Fahrzeug ja nicht komplett leer, aber selbst wenn die Akkus bei 0 Kilometer Reichweite angekommen sind, laden wir über die Juco-Steckdose circa 3 Stunden. 3 Stunden? Ist also vertretbar. Also da brauche ich keine Wallbox, aber das, ich sag mal, würde auch gehen. Ich kann ihn auch per Drehstrom laden, also per Starkstrom? Genau, würde auch gehen. Ich sag mal, gerade im städtischen Bereich, man geht shoppen oder sonstiges, kann man das Fahrzeug dranhängen und dann lädt er bei 3,3 kW und wäre somit schon in 135 Minuten vollgeladen. So, wir sprechen hier über ein Fahrzeug, hier oben ist es, Eco Plug-in, das diese sogenannte Geschäftswagenversteuerung bei 0,5% hat. Wenn du mal gerade so lieb bist, dass mal Leuten erklärst, die jetzt keinen Geschäftswagen haben. Ja, wenn ich einen Firmenwagen fahre, muss ich eben als geldwerten Vorteil 1% vom Listenpreis des Fahrzeugs versteuern. Und da ich hier einen Plug-in-Hybrid habe, der gewisse Anforderungen erfüllt, also eine Reichweite über 50 Kilometer, kann ich dieses Fahrzeug mit 0,5% versteuern. Genau, das heißt, ich spare jede Menge Geld. Das macht netto später auf dem Lohnzettel richtig was aus. Nicht genau die Hälfte, sogar noch mehr, je nach Steuerklasse, muss man sagen. Und das ist schon ein ganz wesentliches Kaufargument als Geschäftswagen, weil so von der Nutzung her, das ist ein toller Kombi, sage ich jetzt mal, der geht wahrscheinlich öfter auch mal als Geschäftswagen durch, oder? Genau, da möchte Kia jetzt auch ein bisschen angreifen in Zukunft. Neben diesen Vorteilen mit der 0,5% Versteuerung haben wir halt noch recht günstige Kfz-Steuer, die jährlich anfällt. Und da das Fahrzeug auch größtenteils über die Elektromotoren bremst, für die Rekuperation hat er gleichzeitig einen niedrigen Bremsverschleiß. Also es sind viele Faktoren, die das Fahrzeug günstig im Unterhalt machen. Ja, ich habe mit Taxifahrern gesprochen, die fahren ganz viel Hybridfahrzeuge in Berlin, also keine Plug-ins, die sagen, man muss nicht mehr, so gut wie nicht mehr in die Werkstatt, weil ganz viele Teile gar nicht benutzt werden. Wie Bremsen, die werden nur zum Bruchteil benutzt. Genau, also ich glaube, die ersten 60% vom Bremswirkungsgrad werden hier komplett über den Elektromotor gebremst. Also die Wirkung wird einfach umgedreht, funktioniert somit wie ein Generator.
Und ich sag mal, diese Prius Plus Taxifahrer, ich habe auch schon mal mit ihnen gesprochen, die fahren gut und gerne 100.000 Kilometer mit den Bremsanlagen. Ja, da sagen die, beim Mercedes-Benz sind die auf jeden Fall recht oft in der Werkstatt, aber da sind die Werkstatttermine viel seltener. Abgesehen davon, dass der Verbrauch ganz gut ist. Das bedeutet, er rekuperiert auch richtig. Das ist also nicht nur so, das heißt, die Batterie könnte auch bei einer Bergabfahrt voller werden. Da lädt er nur die kleine Batterie. Also ich sag mal, dieses rein elektrische System ist ein Akku mit 8,9 Kilowattstunden, was sich nur extern laden lässt. Angenommen der Fall, ich bin jetzt bei 0 Kilometern Reichweite angekommen. Die wird nicht voller. Nee, die wird nicht voller, dann springt er auf die kleine Batterie um, die sich aber selbstständig dauerhaft auflädt. Und dann steht immer noch ein Durchschnittsverbrauch von, sage ich mal, 5,5 Liter maximal im Raum. Also den Niro kann ich gut und gerne mit 4,5 bis 5 Litern bewegen. Das ist so, ja. Und ich kann den auch voll elektrisch bewegen. Zu Recht hat er auch eine CO2-Effizienzklasse A+. Besser geht's nicht mehr. Nee, besser geht's nicht. Also hat auch einen recht günstig kombinierten CO2-Ausstoß. Der liegt hier bei 28 Gramm. Und die kombiniert 28, das ist schon ordentlich, oder? Das ist ordentlich, ja. Wirkt sich natürlich auf die Steuer aus. Ich habe bei dem Fahrzeug jetzt eine Jahressteuer von 32 €, was ja auch ganz angenehm ist. Ja, das ist jetzt ein Leasingangebot. Fahrzeug kostet bei 54 Gesamtleasingraten 289,90 €. Das richtet sich aber nicht nur an Firmenkunden, das Thema Leasing, oder? Und das Leasingangebot kann man auch für Privatkunden realisieren. Das ist kein Problem. Ja, man kann ihn aber auch finanzieren. Der Preis, wie er jetzt hier steht, was kostet er? Bruttoliste? Das hier ist jetzt die Basisvariante, nennt sich Vision, startet bei 34.990. Als Plug-in-Hybrid? Als Plug-in-Hybrid. Mit wie viel Garantie? Mit 7 Jahren Garantie auf 150.000 Kilometer begrenzt. Okay, also gar nicht so teuer. Was ist das hier für eine Klasse? Ist es Golfklasse? Das dürfte Golfklasse sein, ja. Ja, von der Größe, also ungefähr das mal. Wir gehen gleich mal rein, setzen uns mal rein, denn das Besondere ist dabei, das ist jetzt das Einstiegsmodell, aber da muss ich immer lachen, da haben andere Hersteller, ich sag mal, was da schon alles dabei ist, also sieht man die Leichtmetallfelgen, die sind auch extra designt, dass sie aerodynamisch gut funktionieren, ne? Genau, die sind immer so gewählt bei den Hybridfahrzeugen, um eben eine möglichst geringe Luftverwirbelung zu erzeugen. Der hat Energy Saver Reifen von Michelin drauf, um auch da einen recht geringen Rollwiderstand zu haben, also da wird schon auf einiges geachtet. LED-Tagfahrlicht? LED-Tagfahrlicht und Voll-LED-Frontscheinwerfer. Im Basismodell natürlich. Im Basismodell, klar. Krass, oder? Ja, er hat sonst noch ein paar Features, die recht nett sind, denn ich glaube, beheiztes Lenkrad ist Serie, oder? Genau, beheiztes Lenkrad ist drin, Sitzheizung ist natürlich mit drin. Wir haben serienmäßig auch schon 8 Zoll Touchscreen-Display, was über Android Auto und Apple CarPlay betrieben werden kann. Also da ist schon einiges mit drin. Klimaautomatik? Klimaautomatik ist mit drin, jawohl, die kann ich auch sogar hier im Fall des Plugins auf eine Funktion namens Driver Only schalten, sodass nur der Fahrer klimatisiert oder geheizt wird, um hier wirklich das Maximale aus meinen Akkus rauszunehmen. Heizung, ja, großes Thema. Hat er jetzt eine Wärmepumpe mit drin oder macht er das über die Motorheizung dann? Er macht es über die Motorheizung, ist keine Wärmepumpe verbaut. Ja, also wenn es sehr kalt ist, läuft der Benzinmotor mit und der heizt. Genau. Ja, ist nämlich die Abwärme beim Benzinmotor ist schon heftig. Das ist, glaube ich, eine ganz große Stärke ist beim normalen Benzinmotor, die Heizung. Die ist, glaube ich, stärker als die Nutzenergie, die hinten rauskommt, oder? Die Abwärme. Also das reicht hier vollkommen aus. Ich sag mal, wenn ich mit dem Fahrzeug irgendwas um die 10 Kilometer gefahren bin, dann wird die Heizung schon gut warm. Wärmepumpen werden bei Kia größtenteils nur in den rein elektrischen Fahrzeugen verbaut. Also hier vorne haben wir, das ist echt die Basisversion, ja. Ich habe auch schon einen Spurhalteassistent mit drin. Genau, also wir haben jetzt hier in der Version als Paketoption nur das Navigationssystem drin, ansonsten wäre alles Basis. Das heißt, er hat schon Sicherheitssysteme mit drin, wie ein Spurhalteassistent mit korrigierendem Lenkeingriff. Wir haben ein Tempomat drin mit einer Geschwindigkeitsregelanlage und einem Geschwindigkeitslimiter. Die Automatik? Automatikgetriebe ist klar. Okay. Die ist auch mit drin hier bei dem Angebot. Ja klar, ein Hybrid. Ja klar. Ja gut, ich meine, wir reden ja von der Basisausstattung. Der hat hier so ein Lederlenkrad mit drin. Also die Hybridfahrzeuge kommen ja immer mit einem Automatikgetriebe. Ist jetzt in dem Fall ein 6-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe ebenfalls. Macht Spaß, oder? Macht auf jeden Fall Spaß. Ja. Die Fahrzeuge haben ja ohnehin durch den Elektromotor unten raus schon vernünftig Drehmoment. Und da kann man, sage ich mal, fehlende PS, was bei dem Fahrzeug jetzt nicht der Fall ist, immer schön gut wegmachen. Ja, der Running Gag, deine Größe, wie groß bist du heute? 1,87. Ja, steig mal ein, das würde man sehen. Also das ist ja jetzt, wir haben ja gesagt, Golfklasse von der Größe ungefähr, aber 1,87, du darfst noch mal den typischen Handtest machen. Also ich habe genügend Platz hier oben, ich kann den Sitz auch in der Höhe verstellen.
Er ist jetzt ein Stück weit nach oben gepumpt schon, also wenn ich ganz runter möchte, Geht auch noch. kann ich mir hier noch einiges an Platz verschaffen. Ja, und hier vorne die Beine finden auch Platz. Ohne Probleme. Ja, man muss ja den linken Fuß vergessen. Ist eigentlich Automatikfahren, für Leute, die es nicht tun, ist das schwer? Am Anfang sträubt man sich oftmals, aber wenn man eine Woche Automatik gefahren ist, möchte man ungern wieder umsteigen. Ja, es gibt Leute, die fahren eine Stunde Automatik und wollen nichts mehr anderes. Ja, es sind gerade Passagen wie im Stau, wenn ich nicht die ganze Zeit die Kupplung drücken muss, ist es schon angenehmer. Ja. Das macht das Doppelkupplungsgetriebe, ist auch sehr sparsam, muss man sagen. Es hat immer den richtigen Schaltzeitpunkt. Das macht man beim manuellen Fahren ja auch nicht dauernd. Hin und her und hin und her und hin und her. Genau, ich merke wenig von den Schaltvorgängen. Es ist ein super angenehmes Fahren, es ist leise, es ruckelt nichts beim Anfahren. Also ich bin absoluter Automatik-Fan mittlerweile. Ja, dann darfst du mal kurz aussteigen. Die Fußmatten sind dabei. Fußmatten sind auch dabei, jawohl. Ach, da gibt es Leute, die zahlen dann extra. Ja, hinten hat er viel Platz, Family. Aber nicht nur das, sondern ich kann alles schön umklappen und habe einen riesen Laderaum. Das gucken wir uns gleich mal auf der rechten Seite an, wenn du hinten mal aufmachst. Oh, ich dachte, es wäre jetzt elektrisch. Rückfahrkamera dabei. Und Rückfahrkamera ist hier mit drin. Auch schon Basismodell, natürlich mit Rückfahrkamera. natürlich über den 8 Zoll Bildschirm. Der hat jetzt immer noch ein Kofferraumvolumen von 437 Liter. Trotz Batterie. Trotz Batterie. Es ist ein kleines bisschen weniger als in der konventionellen Benzin- oder Dieselvariante, aber ich denke, da kann man bei weitem nicht meckern, wenn man doch so viel sparen kann. Ja, viel edle Sachen verbaut. Hier so eine kleine Aluleiste mit drin, das macht das schick. Wenn du mal gerade zumachst, dass man sieht, wie schön das aussieht. Ne, hier vorne die Abdeckung. Das mal sehen. Das macht so richtig Klack, oder? Das ist so kein Spielzeug. Es ist wertig verarbeitet. Er hat hier Führungsschienen mit drin, also die wird weder rechts noch links ausbrechen. Hat einen schönen Zugwiderstand, also da achten sie schon drauf. Fahrzeuge sind in Deutschland designt, korrekt? Genau, die haben mir damals den Designchef von einem deutschen Fahrzeughersteller abgeworben. Der hat sein Designzentrum in Frankfurt sitzen, wo auch die Deutschland- und Europazentrale von Kia sitzt. Produziert werden die Seats und Sportages auch in Europa, also wir können hier durchaus von einem europäischen Produkt sprechen. Ja, wenn du mal so lieb bist, mal hier unten aufmachst, was da drunter ist, bin immer neugierig, mal so sieht, ob man da noch Kleinigkeiten... Oh ja, ein riesen Stauraum noch. Ja, also er hat hier 2 Staufächer an der Zahl, wo ich noch einiges unterbekomme. Den kleinen Einkauf sogar. Genau, hinten dran noch was. Das hier musste jetzt eben weichen im Gegensatz zum reinen Benziner, weil da die Akkus versteckt sind. Da sind die Batterien drunter. So, also die Akkus, die man aufladen kann. Also nochmal zum Verständnis. Ich habe eine Rekuperations-Hybrid-Batterie, eine ganz kleine mit drin. Die speichert die Bremsenergie, gibt die auch wieder ab. Das ist so ähnlich wie bei Toyota, korrekt? Genau, kann man gleichsetzen. Genau. So, und dann habe ich eine zweite Batterie, die wird rein elektrisch aufgeladen. Die kann ich an 230 Volt in circa 3 Stunden voll machen. Und ja, dann brauche ich eigentlich keine Wallbox. Aber das würde auch gehen. Ich kann eine Wallbox anschließen, da geht es noch schneller, oder? Genau, wie gesagt, Wallbox sagt Kia 135 Minuten. So, steig mal hinten ein, dass wir auch mal da sehen, wie du dich da schlägst. Fairerweise sagen, also das Fahrzeug ist jetzt gestern frisch angeliefert worden. Der Sitz ist noch ganz nach hinten gestellt. Wir haben jetzt wirklich nur fürs Video schnell ausgepackt. Ja, aber der steht jetzt ein gutes Stück weiter hinten wie der vorne. Mach ihn mal normal rein, dass wir das mal sehen. So würde ich mich auch nicht unbedingt reinsetzen, da sitzt man doch zu weit hinten. Ich würde mal gerade auf mich einstellen. Genau, dass man mal sieht, jetzt hast du praktisch Platz pur. Das wäre so ganz normal, korrekt? Kann man auf jeden Fall ohne Probleme sitzen und dann hat er auch hinten einiges am Platz. Jetzt schauen wir mal, wie viel hinten noch übrig ist. Oh ja, wir sprechen hier vom großen Mann. Zumindest mal für fernöstliche Verhältnisse bist du ja schon recht groß. Und auch hier nochmal die Kopffreiheit bitte. Kopffreiheit passt soweit, ich stoße vorne mit meinen Knien nicht an. Also ich kann ganz komfortabel reisen mit dem Fahrzeug. Insgesamt 5 Plätze zugelassen? Hat 5 Plätze zugelassen, in der Mitte noch eine Mittelarmlehne versteckt. Okay, und auf jeden Fall genügend Platz. Ist ja so, die Elektromotoren, die sind hier auf der Achse und nicht auf den Rädern, richtig? Genau, ja. Das ist kein Rad, was einzeln angetrieben wird durch einen Elektromotor, das steckt mit auf der Achse. Habe ich denn so Kleinigkeiten hier bei dem Modell, dass ich den Schlüssel brauche zum Aufmachen oder wie funktioniert das? Ist auch schon serienmäßig mit drin, also er hat hier eine Smart Key Funktion mit verbaut. Ich habe also außen den Taster, wie man es hier sieht. Schlüssel ist jetzt bei mir in der Hosentasche. Also einmal draufdrücken zum Verriegeln und genauso ist das Fahrzeug wieder geöffnet. Und der Taster sitzt zusätzlich auch noch in der Heckklappe integriert. Also wenn ich das Fahrzeug jetzt komplett verriegelt habe, wie im aktuellen Fall, Ja. kann ich meine Heckklappe jederzeit öffnen. Die habe ich eben richtig zugemacht.
Genau, die war nicht ganz hundertprozentig zu. Wenn sie also ganz zu ist, dann geht's. So, Fahrzeug wird jetzt zugemacht. Fahrzeug ist im Ganzen verriegelt. So, der Taster ist eben auch im Sensor von der Heckklappe integriert. Ich kann meine Heckklappe öffnen und man sieht, die Spiegel bleiben angeklappt. Das Fahrzeug ist also an den Türen weiterhin verriegelt. Ah, nur hinten auf. Genau. Dass, wenn ich am Parkplatz bin, die mir nicht die Handtasche klauen dann, oder? Wenn ich die Funktion jetzt eben nutze, die Heckklappe wieder schließe, blinkt er einmal und ist auch wieder verriegelt direkt. Die vorderen Türen und alle anderen Türen bleiben zu. Genau. Also sie haben nachgedacht. Auf jeden Fall. Ist ja nur Software eigentlich, aber das ist cool. Ja, wir steigen gleich mal an, gucken uns das mal von innen an. Mach mal den Motorraum auf, bitte. Dass wir mal sehen, was da drin ist. Kann man vom Elektromotor irgendwas sehen eigentlich? Bisschen was sieht man. Dann schauen wir mal, was man sieht. Ja, der Ceed SW als Plug-in-Hybrid Modelljahr 2020. Oh ja, fette orangefarbene Kabel. Sowas sieht das Auge gern und natürlich jede Menge Leistungselektronik, die hier mit drin ist. Was ist das da oben da hinten? Weißt du das? Ich glaube, das ist die Einheit, die den Strom richtet, sprich in den Akkus verteilt. Vorne sitzt einmal der Elektromotor. Orangene Kabel heißt. Orange ist Hochvolt, oder? Genau, heißt immer Hochvolt, also Finger weg für den Endkunden. Und links. Also nicht reinbohren mit der Hilti. Genau, ich kann natürlich die Kabel außen anfassen, aber wäre doch zu raten, das dann die Mechaniker machen zu lassen, die notwendige Hochvoltausbildung haben. Ja, die Garantie 7 Jahre, auch auf den komplett elektrischen Teil, auch auf die Batterie. Genau, läuft komplett mit auf die Batterie. Also die Batterie gehört jetzt im Fahrzeug. Hier steht keine Miete oder sonstiges im Raum. Also sie erwerben die Batterie und haben eine 7 Jahre Herstellergarantie. Ja, mittlerweile hat man schon Erfahrungen mit Fahrzeugen, die jetzt wirklich sehr lange schon unterwegs sind. Die Akkus halten wirklich länger als erwartet. Also wir haben bei Kia jetzt halt Erfahrungswerte von 2016 mit unserem Niro. Bisher keine Probleme, also keine Akkus getauscht oder sonstiges. Ich nehme an, die werden das Akku hier nicht neu erfunden haben. Das wird wie bei anderen Herstellern auch laufen. Und da kann man nur sagen, da wir es bei Toyota schon seit Anfang der 2000er anbieten und noch nie einen Lithium-Ionen-Akku gewechselt haben, werden da wohl keine Probleme auftreten. Prima. Ja, ich steige mal auf der Beifahrerseite ein, du gehst mal auf die Fahrerseite. Er macht mir kurz auf, die Tür kannst du ruhig auflassen, dann schauen wir mal nach. Also ich komme ja gar nicht drüber weg, dass das die Basisversion ist, denn ich bin ja nur gewohnt normalerweise, dass die Basisversionen noch nicht mal elektrische Fensterheber haben und das ist ja hier ganz anders. Was ich cool finde, ist hier unten dieser riesen Flaschenhalter, wo ich eine ganze Flasche reinkriege. Genau, die haben wir in der Fahrer- und in der Beifahrertür und natürlich in der Mittelkonsole noch die Getränkehalter integriert für kleinere Getränkeflaschen. Und ein fettes Display, das ist riesig. Was ist das denn? Ist das neu? Das ist neu, das ist jetzt im Ceed verbaut, im Modelljahr 20 und bei unseren rein elektrischen Fahrzeugen wie dem E-Soul auch schon. Ich würde es Ihnen mal gerade vorführen. Das ist ja krass, das ist ja wie ein Fernseher. Also das System nennt sich jetzt hier Juvo Connect. Das erhalten Sie, sobald Sie eine Navigation mit reinwählen, also die feste Kartennavigation. Die Navigations-App. Ja, halt mal gerade deine Hand davor, ich will mal gerade das Größe mal sehen. Das ist ja gerade, du hast eine große Hand. Es ist riesig. Es ist riesig. Und es steht wie eine 1, kein Flimmer, nichts. Also es ist wirklich genial. Also sie verbauen hier Tablets von einem bekannten Hersteller, somit spricht die Touchscreen super an, das ist alles ruckelfrei. Also da haben wir, glaube ich, mitunter... Gestochen scharfes Display, ja. Hier vorne sind aber noch mehr Displays mit drin, links ist komplett ein Display, oder? Genau, also das ist jetzt die Supervision-Einheit, also der kleine Bordcomputer, sage ich mal. Links ist ein Drehzahlmesser angedeutet, wo man auch sieht, wenn das Fahrzeug in die Rekuperation übergeht. Wenn ich jetzt allerdings die Höchstausstattung wähle, sprich die Platinum-Variante, habe ich auch bei dem Fahrzeug ein digitales Cockpit mit drin. Naja, also jetzt frage ich mich ja ernsthaft, was ist bei der Platinum-Variante denn noch mehr drin? Wahrscheinlich Leder noch mit drin, oder? Genau, also Leder ist mit drin, da sind alle Sicherheitssysteme, die verfügbar sind. Ein Premium-Soundsystem kommt mit hinzu, also nochmal ein paar Komfortpunkte. Hier vorne sieht man auch schön, wie sie es aufgeteilt haben. In der Mitte ist Radio, rechts sehe ich direkt mal 60 Kilometer elektrische Reichweite. Und links ist Navi. Was ist ein Navi drin? TomTom oder was? Genau, es ist eine Kooperation mit TomTom. In dem neuen System ist eben noch dieses Juvo verbaut. Das heißt, ich kann mein Navi mit meinem Handy koppeln, kann beispielsweise mit dem Handy schon meine Navigation vorkonfigurieren und kann die in Echtzeit auf mein Auto projizieren. Ich habe eine SIM-Karte mit verbaut, also kann innerhalb des Garantiezeitraums 7 Jahre kostenlos aufs LTE-Netz zugreifen
und Sachen wie Spritpreise abrufen, Parkgebühren in diversen Parkhäusern. Und da das ganze System jetzt so groß ist, habe ich die Möglichkeit, immer wieder ein Splitscreen einzurichten. Also praktisch mehrere Sachen auf einmal. Genau. Ich wähle jetzt hier meine Navigation an. Ist jetzt der Nachtmodus, deswegen so dunkel, weil wir eben hier drin stehen. Und jetzt kann ich hier rechts den Splitscreen anwählen und kann hier nochmal jede Option einzeln einblenden lassen. Sei es ein Kompass, ich habe eine Fahrtinfo drin, also mit Verbrauchswerten und so weiter. Das Wetter, wenn jetzt die Online-Dienste schon aktiviert wären. So, Radio ist mit drin, Navigation, falls ich jetzt hier beispielsweise im Radio unterwegs bin, die EV-Anzeigen und die Lüftung läuft sogar noch mit, wenn ich die anschalte. Und es funktioniert. Funktioniert alles ohne Probleme. Ihr habt ja extra Ingenieure, glaube ich, bei Kia, die nichts anderes machen als nur Tasten drücken jahrelang, um zu gucken, ob die Systeme... Nee, ohne Witz, da gibt es Leute, die probieren, ob das System nicht abstürzt. Ja? Also ich sag mal, Korea ist ja technisch gesehen schon ein sehr fortschrittliches Land und ich nehme an, da werden sie schon einen großen... Wert drauf legen, dass das Zeug nicht dauernd abstürzt, ja. Das ist so, ja gut, im Automotive-Sektor wird ja geprüft, bis der Arzt kommt. Also das Zeug muss ja funktionieren. Also es kann ja nicht einfach darauf und runter gehen. Ja, cool, riesen Display. Ja, kennen wir ja so nicht. Was ich auch cool finde, sind hier so die angedeuteten Nähte, die hier mit drin sind. Und ganz ist immer, du nennst das Basisversion, ne? Genau, das ist, die Ausstattungsgrad nennt sich Vision und ist bei der Plug-in-Variante jetzt der günstigste. Jetzt wird ja gesagt, dass die Tricks anwenden. Ja. Bei Elektrofahrzeugen kriegst du keine Basisversion, sondern ist immer schon viele Extras drin, um den Batteriepreis so ein bisschen zu versteckeln, ja, im Gesamtpreis. Ist das so? Also ich finde, bei einem Basispreis von 34.990 € und einer Reichweite, die mit 60 Kilometern angegeben ist und ich tatsächlich locker 50 Kilometer fahren kann, kann ich über den Preis nicht meckern. Okay, und es ist der Vorteil, ich habe alle Welten, fahre ich weiter weg, kann ich Benzin tanken, kann überall aufladen und kann sogar im Nahbereich hier in Saarlouis komplett elektrisch fahren. Also bis nach Saarbrücken und zurück locker, oder? Genau, also ich habe, sage ich mal, eine relativ... sichere Antriebsart, sprich kein Diesel, wo es irgendwo Fahrverbote gibt. Ich kann rein elektrisch fahren, aber wenn ich Benzin reinkippe, bin ich reichweitenungebunden. Genau. Wenn ich morgen spontan nach Berlin fahren möchte, auf geht's. Das wäre mit einem Elektroauto nicht so weit, ohne weiteres möglich. Muss man dauernd planen. Ja gut, jetzt ist ja klar, wenn ich jetzt die 60 Kilometer habe und dann praktisch nur Ladesäulen, das würde nicht gehen, aber dafür ist es ja gar nicht gebaut. Also ja, jetzt ist ja so die große Frage, Prämie, ist die Prämie da schon runter bei dem Preis? Der Preis, den ich jetzt genannt habe, das ist der Basispreis, der ist unrabattiert. Das ist ja im Moment die Diskussion. Es ist ja geplant, diese Plug-in-Prämie und auch die rein elektrische Prämie hochzusetzen. Das heißt, bei Fahrzeugen mit einem Listenpreis unter 40.000 € soll sie von 3.000 auf 4.500 € ansteigen. Ja. Das Angebot, was wir jetzt im Leasing kalkuliert haben, beinhaltet einmal den Importeursanteil dieser 3.000 € Prämie und den Händlernachlass. Und dann haben wir die 1.500 €, die es nochmal gesondert vom Staat gibt, als Anzahlung mit einkalkuliert, um halt eine recht attraktive Leasingrate zu gewinnen. Ja, du hast mir nur erzählt, wir drehen jetzt Ende Januar 2020. Die Leute sind ein bisschen verunsichert, weil im Bundesanzeiger immer noch nicht die neue Prämie drin ist. Und deswegen warten viele, weil es gibt, glaube ich, ab Kauf, oder? Genau, da wird im Moment noch ein bisschen drüber diskutiert. Müssen wir einfach abwarten, was passiert. Ja, abwarten, was passiert, aber die Zurückhaltung ist dann ein bisschen da. Aber nichtsdestotrotz, wenn man einen haben will, Lieferzeit 4 Monate rund, oder? Ich schätze mal 4 bis 5 Monate. Man muss jetzt natürlich schauen, wie der Auftragseingang ist. Aber habt ihr welche da gerade aktuell? Das ist der erste, der angeliefert wurde. Der kam ja gestern erst. Aber kann man den kaufen? Den kann man kaufen, okay. Und es werden noch weitere kommen. Was auch noch vielleicht interessant ist zu wissen, den X-Seat haben wir auch bereits in einem Video vorgestellt. Der wird genau mit dem gleichen Antrieb kommen. Nehmen an, auch in 2 bis 3 Wochen, dass er hier stehen wird. Der ist ein bisschen höher, gell? Genau, ist ein bisschen höher. Ansonsten das gleiche Auto, quasi, mehr oder weniger? Gehört auch zur Seat-Familie, der ist größtenteils gleich. Sagen wir, die Deckenfreiheit ist ein bisschen anders wegen der Karosserieform, aber grundsätzlich haben wir im Innenraum die gleichen Abmessungen. Und auch hier, das System ist dasselbe hier? Wird genau gleich sein, ja. Genau gleich sein, ja, cool. Ja, ich habe auch ein Multifunktionslenkrad dabei. Ich meine, Basismodell. Ich erwähne es halt nur nochmal, da kann ich alles machen mit, oder? Ich kann alles machen. Also ich habe links grob gesagt die Einstellung von Musik und Telefon. Kann also mein Telefon hierüber öffnen, kann in meinen Kontakten rumspringen, habe sogar eine Sprachsteuerung mit drin jetzt. Ob ich die benutze oder nicht, sie ist mit drin. Sie funktioniert super. Ja. Also ich kann meine Adresssuche darüber starten. Mach mal irgendwas. Anrufen. Ich weiß nicht, ob es jetzt geht, weil das Juvo-System nicht aktiviert ist. Sprechen Sie einen Befehl. Adresssuche.
Mit einem Abonnement für Juvo sind bessere Suchen nach Netzwerken möglich. Sagen Sie bitte die Adresse in Deutschland. Saarlouis, Hauptstraße 1. 4 Ergebnisse gefunden. Bitte sagen Sie die Zeilennummer oder sagen Sie keine Auswahl, um die Adresse erneut einzugeben. 1. Das ist krass. Sagen Sie die Zeilennummer des Eintrags. Wie cool. 1. Sie werden zum ersten Ziel auf der Liste navigiert. Das ist ja krass, normalerweise klappt das nie. Wenn wir irgendwas filmen und mit Sprachsteuerung, es klappt nie. Hier hat es geklappt. Ja, also gerade wenn ich in fremden Städten unterwegs bin, ich suche ein Parkhaus oder sonstiges. Ich Einfach sagen, Parkhaus, nächstes Parkhaus suchen. Es funktioniert ja wirklich hier in Echtzeit. Man hat jetzt gerade am Anfang die Information gehört, dass es besser funktioniert, wenn Juvo aktiviert ist. Ich habe ja erwähnt, es ist noch nicht aktiviert. Das wird erst der Fall sein, wenn das Fahrzeug an Endkunden ausgeliefert wird. Also da wird es aktiviert quasi. Ja. Aber im Moment, da ich keine Internetverbindung habe, muss ich mich an die festen Befehle von Kia halten. Sobald Juvo drin ist, kann ich aber auch freisprechen. Ich habe das System drin, wenn ich einen Unfall baue, wird automatisch Hilfe gerufen. Ist auch mit drin, ja. Ist auch mit drin. Also das ist, erkennt, glaube ich, wenn irgendwelche Airbags ausgelöst werden und so weiter. Ja, die Automatik ist ein Hammer. Also Doppelkupplungsgetriebe ist mit drin und da gibt es eine Sporttaste, die macht Spaß. Genau, also ist vom Niro bekannt, den Kombi hier bin ich noch nicht gefahren, aber der hat einfach Drehmoment durch den Elektromotor. Oben kann man jederzeit umschalten neben dem Schaltknopf. Das geht auch während der Fahrt zwischen dem EV- und HEV-Modus. Was HEV? Also HEV wäre dann Hybridmodus, in dem er selbst rekuperiert, und EV wird halt der Benziner vom Antriebsstrang abgetrennt. Okay, das bedeutet, ich kann also dem Fahrzeug vorschreiben, dass er nur elektrisch fahren soll. Das geht. Es sei denn, es ist zu kalt. Genau, ich kann ihm das während der Fahrt einfach vorschreiben. Ich kann auch bei kaltem Wetter rein elektrisch fahren. Wenn ich denn Keine Heizung. so spartanisch fahren möchte, dass ich mein Auto nicht heize, kann ich alles deaktivieren und er wird rein elektrisch fahren. Ja, du hast unglaublich viel Ahnung jetzt von dem Fahrzeug. Es kommen ja laufend neue Fahrzeuge. Und egal, welche Frage ich dir stelle, du hast eine Antwort drauf. Ist das viel Arbeit, sich bei jedem Fahrzeug einzuarbeiten? Nicht unbedingt. Ich brenne einfach für unsere Produkte. Ich finde es super cool, was Kia hier für eine Modellpalette mittlerweile anbietet und auch wie sie qualitativ und mit dem Design gewachsen sind. Und da liest man sich einfach gerne ein. Ja, Klimaautomatik mit drin. Ja, viele Schaltelemente sind klassisch. Da, wo es Sinn macht, hat man noch Drehregler. Da geht nichts über 7000 Menüs. Macht Sinn, oder? Genau, also sie haben jetzt hier ein bisschen dran gefeilt, weil die Funktion Driver Only hinzukam. Die gibt es bei den Was ist das? Achso, mit der Klima Genau. Und Heizung, die dann nur links ist. Genau, dann werden nur meine Lüftungen mit Luft angesteuert. Deswegen ist die Autofunktion jetzt eben hier in den Kopf integriert worden. Naja, aber funktioniert auch. Ja. Ja klar, funktioniert. Wir sind im Autohaus Klein in Saarlouis. Ja, ihr seid Kia-Händler aus Überzeugung, nicht nur wegen der Garantie. Die 7 Jahre kann man übertragen auf den nächsten Käufer, das haben wir schon gelernt. Man muss allerdings pünktlich dann zum Service fahren. Wie sind hier die Serviceintervalle? Bei dem Fahrzeug liegen sie bei 15.000 Kilometer oder 12 Monaten. Wobei halt im Elektromotor braucht man keine Angst haben wegen Extrakosten. Diese Hybrid-Service-Checks oder Elektro-Checks werden größtenteils über einen Tester vorgenommen. Also da wird weder ein Zeitaufwand auffallen noch irgendwelche Ersatzteile. Es gibt keinen Ölwechsel bei den Fahrzeugen, also günstige Unterhaltskosten. Das heißt, der Benzinmotor hat kein Öl? Klar, der hat... Der hat Öl, aber die Elektroeinheit nicht. Muss im Prinzip Okay, nicht war aber weitergeben. Spaß. Wollte nur nicht, dass der Nächste runterschreibt, hier kein Öl mehr. Ja, da ist er. Der Ceed SW ist lieferbar. Wir drehen heute, ich gucke mal auf die Uhr, am 24. Januar 2020. Und ja, Elektromobilität kommt immer mehr und mehr. Wenn Sie Lust haben, so ein Auto zu kaufen, ja, fahren Sie am besten mal zum Autohaus Klein. Bisschen Werbung zu euch. Euch gibt es schon sehr lange. In diesem Jahr sogar 40 Jahre Toyota, glaube ich. Oder ihr habt noch eine zweite Marke? Genau, 40 Jahre Toyota, dieses Jahr 5 Jahre Kia. Autos, ja. Und wir hatten jetzt letztes Jahr das 60-jährige Firmenjubiläum. 60. So, vielen Dank, Tobias Klein. Und ja, da vorne steht er. Auf geht's. Tschüss.